Oh. Geh auf. Geh auf. This has to be fine, right? Hope the Ark made it here in one piece. Hoffe ich auch. Aber selbst hier sind V-Überreste. Service Area, da geht's nicht rein. Oh, da geht auch nichts auf. Keine Überlebenden hier. So, das sieht doch gut aus. Aber genau weiß ich es halt noch nicht. Alles verschlossen. Mal gucken, was Catherine sagt. Hallo, Catherine. Chris, what the hell happened to your arm? It's complicated. I just need to know one thing. I'll have both my arms in the Ark, right? Yes, of course. Are you okay, though? Can you do stuff? Yeah. Let's just get this over with. Did you find the Ark? I did, but I kinda lost it on my way here on an automated tram thing headed to Phi. So it should be around somewhere. That's great. Let's go get it. Ja, leichter gesagt als getan. Aber dafür sind die Türen jetzt offen, glaube ich. Alright, Phi is up and running. Hier. Loading Dock. Gucken wir mal, Loading Dock. Did you find out what happened to the Ark team? Not really. For some reason they didn't go through with the launch, so they took the Ark back to Tau. I hope everything's okay with the space gun. Yeah, I doubt I'll be able to repair one of those. Na komm schon. Ich hoffe, dass ich hier richtig bin. Du bist doch nicht die Arche. This feels like the longest day of my life. Has it just been one day? I have no idea. Our time together is a confusing patchwork of moments to me. What time is it then? What day? It's May 11th, 2104, 3:30 a.m., but I don't remember when we started. Also hier müsste sie doch angekommen sein, glaube ich. Oh Gott sei Dank, hier ist noch so ein Ding. You know, I woke up in my bed today. It just happens to have happened 100 years ago. Sounds like a riddle. It does. I woke up in my bed today, 100 years ago. Who am I? Who am I? Tja. Wo ist die Arche? Das sieht mir alles nicht nach Arche aus. It's crazy to think where I am. Not only is this the future, it's in the middle of the sea. I know nothing of this time or what the world looks like. Not much to brag about now. Before the comet, I guess it was okay. Yeah, better not oversell it. Might change my mind about the Ark. You seriously not gonna tell me what happened to your arm? I had to make a quick stop at Site Alpha to help kill the WoW. What? How? Why? Stop it from torturing the memory of humanity. Okay, let's just get back to work. Ich glaube, hier muss I think die I Arche found the rein. assembly space. What do you see? It's like a huge open shell, a bullet ready to be loaded. That's great. All prepared for the Ark. Right, I'll go pick it up. Ja, wo denn? Hallo, wer bist du denn? Are you suggesting we keep it down here? Doesn't that defeat the whole purpose? Eternity among the stars, remember? The people inside the Ark won't know the difference. We can just keep it down here, and we don't have to risk the Ark being shot through 5,000 meters of broken barrel, and then push through another 100,000 meters of a dust-filled atmosphere. Will the casing stand all that pressure? Well, the odds aren't great. Catherine, say something. I don't care what you think.
I'm launching it. No need to be like that. Let's just hang on to it for a while and think about it. We can launch it later. No, that wasn't the deal. We made it to save them. To launch it. Out there, it's hope. Down here, it's a fucking terrarium waiting to die with the rest of us. Come on, Catherine. It's not asking much. Let's just think about it before we risk the only hope humanity has to survive this hell. No, we launch it today. This is my project, my ark. It's bigger than that. Don't you get it? It's not for you to decide. We're talking about the fate of mankind. Get away from the ark! I'm taking it. No, you're not. I'm not gonna let you ruin this. Stop it! Guys, calm down. Get away from me! No! What the fuck did you do? It was an accident. Catherine, talk to me. Catherine. Oh, God. Catherine, Did you say something? it's you. You had an accident. What do you... Oh. You mean Catherine. Don't worry, it's better this way. Wir müssen die Arche jetzt finden und sie da reinladen. Irgendwie. Was ist hier? Was ist das? Hä? Also, Moment mal kurz. Das sieht mir nach einem Steckplatz dafür aus. You got into a fight with your colleagues. They didn't want to risk launching the Ark. Thought it might not make it through the atmosphere. They killed me? I'm sure it was an accident. They were just trying to stop you from launching. Naja, so gut sieht sie nicht aus, die liebe Catherine. So, Battery Pack ist hier. How could they kill me? Catherine, I know I'm not an easy person to like. I just thought they trusted me. come on. Don't do this to yourself. Keine Nutzlast. Oh. Wir müssen die Arche finden. Aber wo ist sie? Did you have friends in Toronto, Simon? Oh, Friends? ich ahne There was was. some. Jesse, Sean, Kevin. I always wanted a friend. Like a real one. Someone you'd never hold back with. I'll be your friend. Oh, pity friendship? Now I feel even worse. Gnadenfreundschaft. Do you think the Ark will make it through the atmosphere and into space? It almost doesn't matter anymore. We just need to try. If we burn, we burn. If we're lucky, we just gave humanity a new chance, a whole new era. With the Ark on Earth, maybe we have a few decades of power to keep it running. In space, we have thousands of years. Still, one hell of a gamble, though. This was never about certainty. It's about hope. Wir haben tatsächlich die Arche. Bringen Sie sie in die Rakete. Wo sie hingehört. Hä? Moment mal kurz. Wohin? What will you do when you get into the Ark? What's the first thing? Make sure the Ark is safe, stabilize flight path, activate solar panels. What's the first human thing you're gonna do? Oh. Watch the clouds roll by? Does that count? I'd say so. So, Strom ist hier aus. Ist hier drin sonst noch irgendwie etwas? Nein. Aber die Arche, sie ist jetzt in der Rakete. Dann wollen wir mal gucken, ob wir jetzt hier was ausrichten können. Das Display leuchtet blau. Nutzlast erkannt. Sehr schön.
that it? I'm really not that familiar with guns of any size. Oh, here we go. All systems say go. Lock and load. Come back up and we'll head out to the gun. Okay, nach oben. Auf geht's nach oben, auf geht's. Es geht halt sehr langsam jetzt nur noch mit einem Arm. So, Catherine, wie geht's jetzt weiter? Now what? Now we just need to get the shell into the gun and then kaboom. Aren't you forgetting something? How are you gonna get us on board the Ark? Don't we need to make another scan? Oh, don't you worry. You don't operate something like the Omega space gun with your bare hands. You mean it's a pilot seat? Like back at Omicron? Yes, and we can use it to transfer you to the Ark while operating the gun. 2 birds and all that. Now, take the Omnitool and plug it in next to the seat and I'll guide you through the final steps. Na denn? Dahin oder wie ist das? Standortkarte. Wir sind hier. Okay. A satellite is loaded into a shell. The shell is accelerated by electromagnets along the barrel. Enough momentum to escape Earth's gravity is gained before regression. Reaching space, the satellite will shed the shell and unfold. Onboard thrusters settle the satellite into an orbit. Okay. A satellite Ah ja, das hatten wir. Tunneltransport. Keine Ahnung. Scheint okay zu sein. Personalaktivität. Herbert, Chan, was gehen Hill, ausgehend. Aktivität. Unsignierte Besucher von A. Herbert. Starte Arche. Ein letzter Besuch. Log aufrufen. Ich kann das Zeug nicht lesen. Nach 10 Jahren einwandfreien Betriebs wird die Omega-Weltraumkanone abgeschaltet. Es bedurfte jedoch einer Apokalypse entlassen zu werden. Vic Auclair. So, ich glaube, hier gibt's jetzt nichts mehr zu tun. Nochmal kurz einen Blick auf die Karte. So, dann geht's jetzt wohl da lang. Mal schauen. Wird es hier nochmal geflutet? Och nö. Ich will nicht schon wieder. Naja, wat mut, dat mut. Also komm, dann lass mich wenigstens raus jetzt. Lass mich jetzt raus. Jetzt endlich. Wow. Doch bin ich... Wo muss ich jetzt hin? Warning, irgendwas, keine Ahnung. Da. Oh, I'll never get used to that. Guess you won't have to. Not after this is over. Right. Have a seat. Okay. Comfortable? As good as it's gonna get. Okay, I'll activate the seat. You should be able to use the machines to load the bullet you assembled. How do you operate this thing? Don't know, I never tried this one. But pilot seats are notoriously easy to use, so it shouldn't be a problem. Na denn. Wow. Okay. Greift dir das da.
Prima. Und jetzt dahin. Ich kann zoomen. There we go. Das war's schon? Okay, ready when you are. Just hit the button and we're off. But we need to transfer our minds to the Ark. We also need to make sure it launches at all, so I tied them to a single switch. Just push the button and we're off. Dann bin ich mal gespannt. Der Knopf. Das ist jetzt so ein emotionaler Moment. Ich kann mich auch nicht ganz weit drehen. What are you waiting for? Just bracing myself. Well, push the button when you're done. Okay. Here we go. No turning back. Thank you, Simon. Don't mention it. It's an amazing thing you did. And I want you to know I appreciate it. Und jetzt? K-String C. Uplink wird initiiert. 20 seconds. Oh oh. What's the matter with the upload? Just give it a second. Thought you guys would have better bandwidth. Oh oh. Okay, 8 Sekunden hat K-String gebraucht. 10 seconds. Oh 9, oh. 8, Bitte, bitte, bitte. 7, Bitte, bitte, bitte. 6, You gotta be kidding me! 4, Nein. 2, Yes! Fuck yeah! We made it! Huh? I'm still here. I'm still here. Catherine? Catherine? I'm here. What the hell happened? What went wrong? Nothing. They're out there, among the stars. We're here. No. We were getting on the Ark. I saw it. It finished loading just before it launched. Yeah, I saw. Then why are we still here? Simon, I can't keep telling you how it works. You won't listen. You know why we're here. You were copied onto the Ark. You just didn't carry over. You lost the coin toss. We both did. Just like Simon at Omicron, just like the man who died in Toronto 100 years ago. No, this is bullshit. We came all this way. We launched the Ark. I know it sucks, but our copies are up there. Catherine and Simon are both safe on the Ark. Be happy for them. Are you crazy? We're gonna die down here with those fuckers living at large on a spaceship. They're not us. They're not us. I'm sorry you feel that way, Simon. I'm proud of what we did. We made sure that something of the hundreds of thousands of years of human history survives, that something lives on. Oh, fuck this. Fuck this. Fuck you. Fuck you, Catherine. You lied. And I believed in you. I trusted you. You said we're getting on the fucking Ark. We are on the Ark, you idiot! I didn't lie. I can't be responsible for your goddamn ignorance. Fuck! Ich glaube, das war zu viel für Catherine. Please don't leave me alone. Catherine? Catherine? Ja, das war SOMA von Frictional Games. Ein wirklich meisterhaftes Stück wieder von denen. Ich habe das Spiel geliebt. Es war klasse. Ich vergöttere es. Das Ende jetzt halt nicht so prickelnd schön, wie man es sich erhofft hat. Aber eigentlich hätte das klar sein müssen. Ich meine, wenn man sich so überlegt jetzt das Ganze. Simon damals aufgewacht, also wir aufgewacht als Simon, dieser Scan, und wie wir später herausgefunden haben, ein paar Tage gestorben. Was ist mit diesem Simon? Ist er jetzt im Jenseits? Oder nicht? Ich weiß es nicht. Schwer zu sagen, wie es ja nach dem Leben weitergeht. Dann wurde er ja kopiert in den einen Simon, also der dann aufgewacht ist in der einen Tauchstation nach diesem Scan direkt, wo wir uns erstmal umschauen müssten, wo sind wir?
war ja die Kopie, eine direkte Kopie nach dem Scan. Für ihn ist es, also das ist jetzt so genau die Situation. Wir sind in der Situation, wo der Simon steckt. Wir sind jetzt als eben hier. Und gibt es halt für Kopien, ich weiß nicht, auch im Jenseits? Gibt es nicht das? Was passiert nach dem Leben? Gibt es Himmel und Hölle? Das ist so die große Frage. Nur hat dieser Simon jetzt hier keinen Gnadenstoß bekommen wie der Vorgänger Simon, den wir selber abgeschaltet haben, den Stecker gezogen haben, seine Lebenshaltungssysteme quasi unterbrochen haben, wo ich auch noch ein schlechtes Gefühl hatte, weil das war ja quasi so Selbstmord irgendwo, irgendwie auch nicht, ich weiß es nicht. Aber nun ja, vorbei ist vorbei, jetzt für ihn zumindest. Wie es jetzt auf der Arche weitergeht, der dürfte jetzt den direkten Anschluss haben. Der wird auch nicht mal dran denken, denke ich mal, also was jetzt mit dem Simon ist, der unten auf der Plattform geblieben ist, der den Knopf gedrückt hat, um die Rakete abzuschießen. Nicht im geringsten. Keine Ahnung, was der jetzt da macht, aber sowas in der Art auf jeden Fall nicht. Und die anderen, die wo gescannt wurden und Selbstmord begangen haben, naja, ich glaube, die werden doof aus der Wäsche gucken. Weil die sind ja selbst nicht in die Arche gelangt, garantiert nicht. Mark Serang hat ja vorgeschlagen, direkt nach der... Was? Was? Oh! Oh, ich habe einen normalen Arm. Einen normalen Arm. Wo bin ich hier? Ich kann aufstehen. Whoa. Is this... Did it work? Der wurde direkt dahin transferiert, sag ich ja. Der ahnt gar nicht, was da unten jetzt noch abgeht. Der ahnt es nicht. Der denkt auch nicht dran, aber wo sind wir jetzt? Das soll die Arche sein? Ich meine, nettes Höhlchen, klar, die Pflanzen sehen, also das Gewächs sieht auch besser aus als... Oh, Tageslicht. Als das, was man von der Wow gesehen hat. Aber sieht so der Ankunftsplatz aus? Hallo, hallo? Das sieht jetzt schon wesentlich schöner aus. Oh ja. Oh ja. Ich weiß nicht, ob man in so einer Simulation die frische Luft genießen kann, wie im richtigen Leben auch. Oder sonst irgendwas. Aber es ist weitaus besser als die Tortur, die er hinter sich hatte. Und ich bin gespannt, wo uns dieser Weg findet. Ob noch welche andere Scans es hierher geschafft haben, schon damals. Oh, guck mal an. Willkommen, wenn Sie das lesen, haben Sie es in die Arche geschafft. Diese Umfrage soll den Entwicklern ein besseres Verständnis ihrer subjektiven Erfahrungen geben und wie sie ihr Wohlergehen verbessern können. Bitte fahren Sie mit der Umfrage fort. Wie würden Sie Ihren physischen Zustand beschreiben? Ich fühle mich normal, ich fühle mich gestärkt, eine bessere Version meiner selbst. Ich fühle mich fremd hier. Ich fühle mich gestärkt in eine bessere Version meiner selbst. Ja, ist auf jeden Fall klar. Würden Sie Ihren physischen Zustand beschreiben? Ich fühle mich normal, ich fühle mich abgetrennt, Trennung von Körper und Geist. Ich fühle mich verändert, als hätte mein Charakter sich geändert. Ich fühle mich verloren, also ich fühle mich in dem Fall normal. Wie würden Sie Ihre Wahrnehmung beschreiben? Normal wie erwartet. Ich nehme meine Umgebung bewusst und genauer wahr. Das auf jeden Fall. Also man lebt jetzt so richtig normal, würde ich sagen. Wie würden Sie Ihren neuen Zustand beschreiben? Es ist angenehm? Ich mag es nicht, irgendwas stimmt. Es ist angenehm. Beunruhigt Sie die Tatsache, dass Sie nicht mehr länger rein menschlich sind? Nein, ich fühle mich gut. Ich fühle mich ein wenig so, als hätte ich mich selbst verloren. Ja, ich traue meine vorherige Existenz nach, klar. Ein bisschen schon. Wie nehmen Sie Ihre Existenz wahr? Es ist die direkte Fortsetzung meines vorherigen Selbst, wie ein neues Kapitel meines Lebens. Finden Sie, dass diese neue Existenz ein lebenswertes Erleben sein wird?
Ja, genauso wie mein vorheriges. Ja, aber mit weniger Bedeutung. Vielleicht können wir einen neuen Sinn in dieser Welt finden. Möchten Sie lieber aus dem Projekt entfernt werden und den Tod akzeptieren? Nein, auf gar keinen Fall. Ihre Antworten wurden gespeichert. Vielen Dank für die Teilnahme. Das Arche-Team. Tja, mehr gibt's hier nichts zu tun. Oh. Also, wo war ich stehen geblieben? Ich frage mich also, ob, wie gesagt, ob es noch andere Scans hier gibt. Und wenn, wo hat Catherine gestartet? Also, Catherine ist doch... Das drüben sieht aus... Da ist doch irgendwas, aber was? Keine Ahnung. Wow, eine schöne, reine Welt, noch reiner, als sie bei uns ist. Saubere Luft und so Sachen. Auch wenn sie nur simuliert ist. Keine Umweltverschmutzung. Einfach genüsslich. So, was haben wir hier? Wow, eine... Hä? Ist das Catherine? Guckt euch das da hinten an, Leute. Hallo? Cat? I can't believe we actually made it. Well, we did. I'm so relieved. It's okay, Simon. Everything's all right now. Tja, da sind wir. Pathos 2. Eine Satellitenschüssel jetzt quasi. Ein Satellit eben. Blick hinab auf die Erde. Man sieht große Weiten zerstört. Heiliger Bimbam. Dass da unten überhaupt noch Leben existieren kann. Aber ich habe mal auf YouTube eine Animation davon gesehen, wie es aussehen könnte, wenn ein Satellit, ein Komet einschlägt auf der Erde. Das habe ich mal gesehen, ja. Und tschüss. Ab den Orbit. Ich weiß jetzt nicht, wie sie da weiterleben würden. So, wo war ich jetzt vorhin in meiner anderen Ansprache? Also wie gesagt, hier Selbstmord und dann direkt auf die Arche. Ich glaube nicht, dass das funktioniert haben. Da werden Mark Serang und die Leute, die ja dazu Selbstmord angestiftet haben, ziemlich doof aus der Wäsche gucken. Auf jeden Fall. Und ob die Arche da wirklich die letzte Hoffnung für die Menschheit ist, naja, ich weiß nicht. Man kann alles Mögliche digitalisieren. Laut SOMA auch halt den menschlichen Geist. Aber von Digitale ins Reale zu übertragen, tja, da ist nichts mehr übrig mit Menschheit, auf gar keinen Fall. Selbst der Sex ist ja neu simuliert und das ist das, was man für die Fortpflanzung braucht. Tja, solange der Akku läuft, klappt es, aber wie lange es dauern wird, ist fraglich. So, wir haben es geschafft, das war SOMA. Mir hat das Spiel wirklich überaus sehr gefallen. Kauft es euch, hat meine höchste Kaufempfehlung. Ich als Frictional Games Fanboy sagt das sowieso. Ich bin aber dann jetzt hier raus und freue mich schon auf weitere Sachen, die von Frictional Games auf jeden Fall kommen. Mit SOMA ist es natürlich noch nicht ganz vorbei. Nein, auch wie Amnesia wird es Custom Stories geben und ich bin doch mal gespannt, wann die Community rund um das Spiel da was zusammenbasteln wird und ob auch was Tolles dabei ist, an dem wir uns noch Spaß haben können. Mich würde es sehr freuen und ich freue mich auch tierisch da drauf. Von daher mal schauen, was da noch kommt. Ich bin hier raus und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Goodbye.